Wusstet ihr, dass moderne Hochgeschwindigkeitszüge im regulären Betrieb Geschwindigkeiten von bis zu 350 bis 400 Kilometern pro Stunde erreichen und in Tests sogar bis zu 560 bis 580 Kilometern pro Stunde beschleunigen können? Heute erzählen wir von den Top 3 Hochgeschwindigkeitszügen der Welt und wo ihr mit ihnen fahren könnt. Interessiert? Dann lasst uns loslegen. Warum streben viele Länder heutzutage danach, Hochgeschwindigkeitszüge zu produzieren? Dank der schnellen Bedienung und der hohen Geschwindigkeit stellen sie eine ernsthafte Konkurrenz zu anderen Verkehrsmitteln dar, während sie gleichzeitig eine Eigenschaft aller Züge bewahren: die niedrigen Transportkosten bei hohem Passagieraufkommen. Bemerkenswert ist, dass das Streben nach Geschwindigkeit bei den Ingenieuren, die den Schienenverkehr entwickelten, bereits im späten 19. Jahrhundert zu beobachten war. Zum Beispiel wurde einer der ersten Hochgeschwindigkeitszüge in England ein Transportmittel, das Geschwindigkeiten von bis zu 38 Kilometern pro Stunde erreichen konnte, was die Stadtbewohner des späten 19. Jahrhunderts erstaunte. Heutzutage, trotz der Priorität des Flugverkehrs bei Fernreisen, sind viele Züge in der Lage, Geschwindigkeiten von bis zu 380 Kilometern pro Stunde und mehr zu erreichen. Das Geheimnis des Erfolgs der Hochgeschwindigkeitszüge liegt darin, dass heute nicht nur elektrische Antriebe, sondern auch magnetische Schwebetechnologie aktiv genutzt wird. Die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke wurde 1964 in Japan eröffnet, wo Züge Geschwindigkeiten von bis zu 320 Kilometern pro Stunde erreichen konnten. Dank verbesserter aerodynamischer Eigenschaften sowie qualitativ neuer Motoren und anderer konstruktiver Verbesserungen. Ähnlich gingen auch amerikanische Ingenieure sowie europäische Entwickler aus Spanien, Frankreich und Deutschland vor. Dank dessen werden heute in den USA und Europa aktiv Hochgeschwindigkeitszüge eingesetzt. In den meisten Fällen sind die Technologien, die im Hochgeschwindigkeitsverkehr eingesetzt werden, mit den Standardtechnologien des Schienenverkehrs vergleichbar. Die Unterschiede liegen vor allem in der hohen Geschwindigkeit, was zu einer Zunahme von Parametern wie Zentrifugalkräften führt, die bei Passagieren Unbehagen und Widerstand gegen die Bewegung verursachen können. Um die aerodynamischen Eigenschaften zu verbessern, haben die Züge eine stromlinienförmige Front und eine minimale Anzahl an hervorstehenden Teilen. Hervorstehende Teile, wie zum Beispiel die Stromabnehmer, sind mit speziellen stromlinienförmigen Abdeckungen ausgestattet. Zusätzlich wird die Unterwagenausrüstung mit speziellen Abdeckungen versehen, wodurch der Zug weniger laut wird. Der mechanische Widerstand besteht hauptsächlich in der Wechselwirkung zwischen Rad und Schiene, weshalb für solche Züge schwere Schienen, Stahlbetonschwellen und Schotterballast verwendet werden. Außerdem werden die Belastungen der Räder auf die Schienen verringert, indem in den Materialien der Wagenkästen Aluminiumlegierungen und Kunststoff verwendet werden. Wie bremst man einen Zug bei so hoher Geschwindigkeit? Für das Bremsen von Hochgeschwindigkeitszügen wird in erster Linie die elektrische Bremse verwendet. Bei hohen Geschwindigkeiten wird die Rekuperation und bei niedrigen Geschwindigkeiten die Widerstandsbremse eingesetzt. Kommen wir zum Interessantesten. Wie zu Beginn versprochen, erzählen wir von den schnellsten Zügen der Welt. Der 3. Platz. Shinkansen, aus dem japanischen Neue Hauptstrecke, ein Netzwerk japanischer Hochgeschwindigkeitszüge, die oft als Kugeln bezeichnet werden. Und dafür gibt es einen Grund. Der Geschwindigkeitsrekord des Shinkansen für normale Eisenbahnlinien beträgt 443 Kilometern pro Stunde. Der Rekord wurde bereits 1996 aufgestellt und auf der Magnetschwebebahn 581 Kilometern pro Stunde, was einen absoluten Weltrekord für Züge darstellt. Der Rekord wurde 2003 aufgestellt. Der erste Hochgeschwindigkeitszug in Japan wurde bereits 1964 in Betrieb genommen. Heute legen die Shinkansen-Expresszüge, die aus 16 Wagen bestehen, die Strecke zwischen Osaka und Tokio in 2 Stunden und 25 Minuten zurück. Der Zug hat eine charakteristische längliche Nase, weshalb er den Spitznamen Schnabeltier erhielt. Übrigens haben die Shinkansen-Züge nicht nur den Status als einer der schnellsten Züge, sondern auch als die sichersten. In 40 Jahren Betrieb gab es keinen einzigen schweren Unfall. Der 2. Platz. Der schnellste aktive Zug auf Magnetschwebebahn ist in China. Das ist der Shanghai Maglev. Das Wort Maglev stammt von der Abkürzung für magnetische Levitation. Der Kern der Technologie besteht im gegenseitigen Wirken von Magneten, deren gleichnamige Pole sich abstoßen, wodurch das Hauptproblem der Reibung bei Schienenfahrzeugen überwunden wird. Visuell umschließt der Zug die Schiene von allen Seiten und hebt sich während der Fahrt nur um 1 bis 2 cm über die Gleise. Der Shanghai Maglev legt die Strecke von 30 Kilometer in 7 Minuten und 20 Sekunden zurück. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht 430 Kilometern pro Stunde. Und den ersten Platz verdient sich die japanische Technologie der magnetischen Levitation.
Sie unterscheidet sich etwas von der in China umgesetzten. Die Levitation erfolgt mit Hilfe von Supraleitendenmagneten. In der Praxis bedeutet das eine größere Stabilität der Bewegung. Das Erscheinungsbild der Eisenbahngleise und die Konstruktion des Zuges selbst haben sich verändert. Ein Merkmal der Technologie ist ihre Effizienz nur bei hohen Geschwindigkeiten, was das Vorhandensein von Radsätzen für Züge bei Geschwindigkeiten unter 100 km pro Stunde voraussetzt. Der JR Maglev ist der schnellste Zug der Welt, dessen kommerzieller Betrieb für 2027 geplant ist. Derzeit beginnt in den meisten Ländern schrittweise die Einführung von Hochgeschwindigkeitszügen, während Wissenschaftler aktiv die Entwicklung der magnetischen Levitation diskutieren. Denn wenn der Zug auf einer Magnetschwebebahn in einem Vakuumtunnel fährt, kann man den Luftwiderstand vermeiden. Dabei kann die theoretische Geschwindigkeit der Züge unglaubliche 6000 bis 8000 km pro Stunde erreichen. Die Möglichkeiten des Straßenverkehrs sind noch lange nicht erschöpft, was durch zahlreiche Studien in diesem Bereich belegt wird. Jedes Jahr werden weltweit Dutzende von Tests zur Verbesserung der Konstruktionen von Hochgeschwindigkeitszügen durchgeführt, von denen viele mit positiven Ergebnissen enden. In diesem Zusammenhang kann man mit voller Überzeugung sagen, dass wir in naher Zukunft Zeugen einer qualitativen Verbesserung des Schienenverkehrs werden. Freunde, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, um keine neuen interessanten Videos zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn das Video hilfreich war. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon einmal mit einem Hochgeschwindigkeitszug fahren wolltet. Vielleicht habt ihr ja schon solche Erfahrungen gemacht. Bis zum nächsten Mal.